Vor langer, langer Zeit, im alten Japan, lebte ein junger Fischer namens Urashima Taro. Er führte ein einfaches, aber glückliches Leben in einem kleinen Fischerdorf an der Küste gemeinsam mit seiner Mutter. Eines Tages jedoch konnte Taro keinen einzigen Fisch fangen. Enttäuscht machte er sich auf den Heimweg. Am Strand entdeckte er ein paar Kinder, die eine Schildkröte quälten. Taro bat sie, das Tier in Ruhe zu lassen, doch erst als er ihnen ein paar Münzen anbot, zogen sie schließlich davon. Sanft hob Taro die Schildkröte auf und ließ sie ins Meer zurück. Am nächsten Tag kehrte er an den Strand zurück, und dort erschien ihm eine riesige Meeresschildkröte. Sie sprach mit menschlicher Stimme und sagte, die von ihm gerettete Schildkröte sei in Wahrheit die verwandelte und eigentlich wunderschöne Prinzessin Otohime gewesen, Tochter des Meeresgottes und Herrscherin eines geheimen Palastes auf dem Meeresgrund. Als Dank für seine Rettung lade sie ihn ein, ihr Reich zu besuchen. Taro stieg auf den Rücken der Schildkröte, und gemeinsam tauchten sie tief hinab ins Meer. Am Meeresgrund angekommen erwartete ihn der prachtvolle Drachenpalast. Die Prinzessin empfing ihn mit großer Freude und lud ihn ein, eine Weile zu bleiben. Er wurde wie ein Ehrengast behandelt, genoss ein herrliches Festmahl und verbrachte wundervolle Tage an ihrer Seite und erlebte herrliche Dinge. Doch irgendwann wurde Taro still. Das Heimweh überkam ihn, er sehnte sich nach seiner Mutter und seinem alten Leben und wollte zurück in seine Welt. Die Prinzessin war traurig, aber sie verstand sein Verlangen und willigte ein. Zum Abschied überreichte sie Taro eine geheimnisvolle Truhe, eine sogenannte Tamate-Bako, mit der eindringlichen Bitte, sie niemals und unter keinen Umständen zu öffnen. Taro verabschiedete sich von der Prinzessin und ihrem Vater und kehrte zusammen mit der Kiste auf dem Rücken der Schildkröte an die Küste zurück. Er bedankte sich bei der Schildkröte, sagte auch ihr Lebwohl und machte sich auf den Weg in sein Dorf. Doch etwas war anders. Die Landschaft kam ihm seltsam fremd vor. Als er sein Heimatdorf erreichte, fand er weder sein Haus, noch seine Mutter noch irgendwelche bekannten Gesichter. Alles war verändert. Verwirrt sprach er einen alten Mann an und fragte, was geschehen und wo sein Haus geblieben sei. Der Mann überlegte und erzählte, dass es eine alte Legende gäbe, dass hier vor vielen hundert Jahren ein Haus gestanden hatte, in dem ein junger Fischer namens Urashima Taro lebte, der dann eines Tages ins Meer hinausfuhr und nie zurückkam. Erschüttert und verloren kehrte Taro an den Strand zurück. Er war allein, hatte nichts mehr, nur noch die Truhe, die ihm Otohime mitgegeben hatte. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und öffnete sie. In dem Moment stieg weißer Rauch empor. Taros Haare wurden schneeweiß, sein Körper alterte in Sekundenschnelle. Denn in der Truhe war die Zeit enthalten, die im Unterwasserreich verstrichen war, und mit dem Öffnen hatte sie ihn eingeholt. Denn während er am Meeresgrund verweilte, waren nicht nur ein paar Tage, sondern 300 Jahre verstrichen.
So endet die Geschichte von Urashima Taro, dem Fischer, der das Wunder eines anderen Reiches erlebte, aber alles verlor, als er versuchte, in seine Welt zurückzukehren.